Infrarotheizung, wo sind die Unterschiede? Herzlich willkommen in einem neuen Video von Infrarothimmel. Wir gehen jetzt dieser Unterschiede einmal ganz genau auf den Grund. Bei uns findet ihr immer, Infrarotheizung ist nicht gleich Infrarotheizung und das hat bitte einen Grund. Es gibt sehr viele Infrarotheizungen, aber es gibt ja sehr wenig gute. Warum? Wenn ihr heute eine große Platte habt, ob die jetzt aus Stein ist, ob die jetzt eine Blechplatte ist, wo ein Putz drauf ist, wo ein Foto drauf ist, wo ein Spiegel drauf ist. Wir reden immer davon, dass die Fläche eine sogenannte Infrarotabstrahlwärme ist, aufgrund von der Oberflächentemperatur. Und das ist deswegen so, weil in der Natur, wir sind gerade schön in der Natur, habe ich die Sonne auch bei 15 Grad auf meiner Haut. Warum habe ich die Wärme? Sie reflektiert auf meiner Haut. Dadurch habe ich die Wärme, sprich Infrarot-C. Infrarot-C ist der Teil vom Sonnenlicht. Wenn die Sonne untergeht, bleibt Infrarot-C in kalter oder in warmer Form übrig. Daher, und das müsst ihr euch bewusst sein, hat jeder Gegenstand, egal ob ich jetzt heute eine Wand hernehme, ein Möbel hernehme, einen Boden hernehme, uns selber hernehme, jeder Gegenstand, der Temperatur, was er hat, gibt er als Infrarotabstrahlwärme wieder. Umso feuchter, umso kühler und umso trockener, umso wärmer. Ergo dessen nutzt euch das nichts. Aber wenn es riesige Platten sind, da gibt es heute Platten, die sind so groß wie ein Türblatt. Ist die deswegen besser wie eine kleine Celsius-Platten? Ich sage euch zu 100% nein. Warum nicht? Eine große Fläche wird jeder sagen, ja, die hat ja mehr Strahlungsanteil. Ja, aber sie hat trotzdem nur Abstrahlwärme, das heißt, die Reichweite ist nicht da. Wenn ich aber keine Reichweite habe, weil ich nach dem Widerstandsprinzip eine Infrarotheizung habe, ist das vollkommen egal, ob ich jetzt einen Stein hätte, einen Heizdraht hinten einfräst oder hätte mit dem gleichen Heizdraht hätte ein Metall, ein Glas oder einen Spiegel erwärmt. Es wird sich nach vorne hin die Fläche erwärmen und wenn ich dann so um die 100, 120 Grad habe, habe ich eine sogenannte Abstrahlwärme, aber die ist oft unter 1 Meter. Wie wollt ihr heute bitte, wenn die Wand heute 4 oder 5 Meter gegenüberliegend ist oder noch mehr, wie wollt ihr heute die Wand dort erwärmen? Das wird nie funktionieren, das ist Blödsinn. So, wenn ihr jetzt dann aber diese Dinger oft auf die Decken hängen, und das ist ja heute gang und gäbe, dass man diese Teile auf der Decken hängen hat, dann steht man runter und hat einen schönen Hasenkopf und kalte Füße. Daumen hoch, wer sowas haben will, von mir aus. Aber es hat mit unserer Technologie überhaupt nichts zu tun. Der Punkt ist heute der, ihr müsst heute einmal eins wissen, wenn alle Oberflächen unterschiedliche Temperaturen abgeben, sprich Infrarotabstrahlwärme, dann habt ihr heute von den Bauteilen generell eure 1,5 Meter die Temperatur, was der Bauteil hinter euch hat, als Abstrahlwärme oder Abstrahlkühle. Und ihr kennt das ganz sicher, wenn ihr heute irgendwo bei einer Eckbank sitzt und da in den Nacken diese Kältestrahlung kommt, man hat das Gefühl, es zieht irgendwo. Das ist aber nicht der Fall. Ich sage Hans, das ist eine kalte Infrarotwelle, die was heute von Glas oder vom Fenster heute abstrahlt, diese Kühle, und die trifft auf eure Haut und reflektiert von eurer Haut. Und dann hat man das Gefühl, es zieht. Das muss so nicht sein. Warum? Wir haben unsere Celsius-Technologie. Die Celsius-Technologie verwendet keine Heizdrähte, keine Heizfolien. Wir haben eine sogenannte Kristallglas-Frequenztechnologie. Wir erzeugen über unsere spezielle Software auf die kristalline Struktur einen Streukegel von 135 Grad. Das könnt ihr euch vorstellen, wie ihr hinter einem Steuer sitzt beim Auto. Den Streukegel vom Licht. So ist es bei unseren Paneelen. Vom Panel weg, nach oben und nach unten. Auf alle 4 Seiten die 135 Grad, auf 12 Meter Raumtiefe. Und das ist bitte der Unterschied. Das ist der gravierendste Unterschied überhaupt, weil es wird kein anderes System nur annähernd auf diese Reichweite funktionieren können. Unsere Technologie macht das möglich. Und durch diese Technologie schaffen wir nämlich noch viel was anderes. Es wird sich die natürliche Infrarotwärme durch Reflexion und Rückreflexion von den Bauteilen, aber auch die Reflexion auf die Möbel, genauso heute auf die gesamte Einrichtung, auf einer gleichmäßigen Wärme auf unter 1 Grad erwärmen. Und dann passiert das Genialste. Diese Wärme könnt ihr nicht auslüften, diese Wärme baut sich auf und diese Wärme kann ich mit kleinster Energie halten. Und das ist der nächste Unterschied zu anderen Infrarotheizungen.
Wir verwenden kein Thermostat. Der Thermostat ist jetzt heute wie ein Lichtschalter ein, aus. Habe ich jetzt eine Platte mit 1000 Watt, 1000 Watt. Wenn sie jetzt 8 Stunden läuft, sind das 8000 Watt. Wenn sie heute 10 Stunden läuft, dann reden wir von 10.000 Watt. Und das pro Raum ist nicht wirklich effizient. Deswegen wird ja sehr viel gesprochen, dass Infrarotheizung Stromheizungen sein. Stimmt auf diese Art von Heizungen, aber es stimmt nicht auf Celsius. Weil Celsius vergrößert aufgrund dass ich alle Flächen gleichmäßig erwärme, alle Möbel erwärme, jeden Tisch, jeden Sessel, alles. Es wird sich gleichmäßig nachhaltig erwärmen. Und dann sind wir heute in der Lage, einen 20 Quadratmeter Raum mit 200 Watt oder weniger zu beheizen. Und das macht entweder unsere Digitalsteuerung oder unsere Wi-Fi-Steuerung in einer sogenannten Regeltechnik zur Speicherwärme. Das heißt, unsere Stromverbräuche sind variabel. Das heißt, bei der Digitalsteuerung regelt sich zum Beispiel das Typ 1 Panel auf 105 Watt runter und bei der Wi-Fi sogar bis zu 50 Watt runter. Wir haben die Technologie schlechthin, dass ich heute sagen kann, wir können locker mit jeder Wärmepumpe mithalten, nur mit dem Unterschied, wir sind wartungs- und verschleißfrei. Unser System heute 30 bis 40 Jahre und heizen wir die Sonne, ist das Natürlichste der Welt. Und deswegen schaut eine auf www.infrarothehimmel.at. Geht in den Shop, bestellt euch die zuerst als Infrarotheizung und macht eure eigenen Erfahrungen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet bald zu unseren Kunden kennen. Ich weiß das. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass ihr zufrieden seid. Und damit werdet ihr Geld sparen, damit werdet ihr eine gesunde, wunderbare, natürliche Wärme zu Hause haben. Und deswegen tut den Kanal liken und abonnieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Viert euch.